Guten Morgen, liebe Freunde des besten Formats hier auf YouTube, wenn es rund um Musik geht, denn hier geht es nur um Musik, egal welche Art und Weise. Und vor allen Dingen habe ich den schönsten Spezialgast, habe ich gesehen. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Kanäle abgecheckt, aber es gibt keine schönere als Dana Rolle. Oh, danke. Guck mal, so eine Einführung. Ja, ganz froh. Ja? Du funkelst ja heute auf deinen Wangen. Was hast du denn Schönes Da fange drauf? ich ja an zu funkeln. Mein Lieblingshighlighter Welcher ist das? von Fenty mal wieder der. Oh. Falls ihr mir auf Instagram folgt, haben den sicher einige auch schon des Öfteren gesehen mittlerweile. Okay. Das ist so ein Diamond Bomb All Over Glow Bomb Powder. Wie viele Namen kann man da bitte noch haben? Diamond Bomb einfach von Okay, Fenty. okay. Gut. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende. Hatten wir eins? War unseres schön? Ja. Wir hatten gerade ein paar Stunden Wochenende. 5 Stunden, um genau zu sein. In dem wir ein bisschen hängen konnten. Aber sonst waren wir sehr produktiv, muss man sagen. Denn zum Beispiel haben wir beide unsere Videos noch gemacht. Zusätzlich die also bei Dana ist ja sowieso mal mit Planung und Schnittarbeit und so weiter eingeplant. Bei mir ist das anders. Ich habe ja hier bei diesen Reaction-Videos sind die ja immer uncut. Also alles an einem Stück. Komplett uncut. Live. Also einige Leute haben das bis heute nicht gemerkt, dass bei fast 500 Videos, Krass. oder? Sind es schon, ne? Krass. Also bei 500 Videos, dass tatsächlich diese Videos alle nicht geschnitten sind, sondern hier live quasi aufgenommen und dann direkt hochgeladen. Und auch wirklich immer die Erstreaktion auf die Musikvideos bzw. auf die Songs ist. Es ist selten mal der Fall, dass ich den Song schon mal gehört habe, aber das vermittle ich dann auch immer gerne schon am Anfang des Videos. Und gestern zum Beispiel kam bei mir auf dem Kanal auch mal wieder was Besonderes und zwar so Sehr interessant. Ja, so eine Production from scratch eigentlich, also eine Produktion von null angefangen mit einer Besonderheit. Dass ich zu Hause angefangen habe mit einem ganz besonderen Gerät. Das Spire, das ist so ein kleines Aufnahmegerät, das eigentlich, man könnte schon fast behaupten, das kleinste Tonstudio der Welt ist. Natürlich nicht auf dem Level, wie man so ein richtiges Tonstudio hat, aber trotzdem sehr, sehr gut. Ich würde euch da mal vielleicht hier jetzt oben das verlinken. Dana, du setzt das dann gleich rein. Hast du einen Stift? Ich habe keinen Stift hier, aber das vergisst du doch jetzt nicht. Und schaut da gerne mal vorbei, dass ihr da auch mal sehen könnt, wie so eine Produktion aussehen kann, wenn man anfängt von null. Ich rede ja immer gern viel drüber, habe auch schon 1, 2 Videos dazu gemacht, aber so war es vielleicht wirklich nochmal interessant, weil wir zu Hause waren und ich so eine Idee hatte und das Ganze am Klavier umsetzen konnte und wollte, auch mit so kleinen Percussion-Geräuschen, die ich irgendwie mit Klatschen und Snappen und irgendwie auf dem Klavierdeckel rumkloppen. Das ist vor allem interessant, weil du dafür gar keine Instrumente benutzt hast, sondern wirklich nur dich. Ja, und tatsächlich dann auch in der Produktion, also man sieht dann auch, wie ich hier am Rechner sitze, auch an einem Programm, wie das dann aussieht, wenn ich dann eben noch ein paar Instrumente dann hinzufüge und dann aber auch Vocals hinzufüge und die quasi als Instrument behandle und benutze. Also da habe ich dann auch was eingesungen und so. Schaut also mal vorbei, das ist jetzt die ganze Zeit eingeblendet, hoffe ich gleich. Und ansonsten haben wir uns überlegt, dass wir mal eine neue Gruppe dran nehmen. Die hatten wir wirklich noch gar nicht. Für uns neu. Da haben die einen oder anderen hatten uns schon geschrieben, dass wir auf jeden Fall mal abchecken sollen und heute ist es soweit. Ich hoffe, ihr seid einer der Glücklichen, die sich das gewünscht haben. Es ist Vix mit dem mit dem Song Chained Up, ja, mit dem Chong wegen Chained. Ich war schon bei Chained. Übrigens, weil es gerade nochmal hier gebimmelt hat, wir haben gerade vor wenigen Minuten haben wir die 55.000 Abos geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast sie geknackt. Also ich. Mit deiner Community. Mit meiner Community und meinem Kanal. Ja, aber du sitzt in so vielen Videos jetzt ja immer hier mit drin mittlerweile, dass es schon Standard, also dass es nicht nur mein Ding ist. Und sowieso mit der ganzen Community zusammen ja auch. Ja, denn die machen auch immer so Twitter-Posts und Instagram-Posts und schneiden dann Videos zusammen und erwähnen mich dann extra und so weiter. Echt voll cute. So, auf jeden Fall kommen wir heute zu Vix. Nochmal, also wirklich vielen, vielen Dank. Zu Chained Up. Mal gucken, was uns hier dann erwartet. Untertitel an. Ton an. 2015.
잔뜩 긴장한 채 어깨를 굴려 난 내 주위를 슬렁거려 나를 굴복시킨 특징 너머로 난 날 응시에 뚫어지게 거친 때 숨결. Okay, krass, bis hierhin ist ja eigentlich so instrumentaltechnisch super minimalistisch. Das sind ja mehr so fast Geräusche, nur Ja, dieses. dieses Hohe, ne? Also das klingt wie so ein Wassertropfen, der in Wasser fällt, aber in so einem riesigen Badezimmer oder so. Ja, Und dann mit ganz viel Hall nochmal und ein bisschen noch bearbeitet. Das klingt sehr, sehr interessant, weil man es auch jetzt noch weiter raushört. Und ich muss direkt was zu den Outfits sagen, mit den weißen Anzügen und dem roten Choker bei allen Jungs. hatten alle? Sehr cool. Ja. Also, die hatten alle? Ah ja, krass, ja, stimmt, okay. Ja, also, krasses Akzentteil, ne, so ein Accessoire. Habe ich so in der Kombi jetzt auch noch nicht gesehen. Also wirklich sehr minimalistisch, wie der Beat hier aufgebaut ist, auch mit diesem hohen klingenden, das könnte ja alles sein, wo auch immer das hergenommen ist. Das könnte ein Vocal sein, das könnte wirklich so wie aus dem Bad irgendwie so ein tropfender Wasserhahn sein. Also guckt euch da auch dazu zum Beispiel eben mein Video, das ich gestern hochgeladen habe, da nochmal an, weil da kann man das auch vielleicht ein bisschen so nachverfolgen, wie krass man eigentlich Geräusche dann auch irgendwie modifizieren und verstellen kann, so dass die kaum noch so wahrzunehmen sind, dass der Ursprung vielleicht etwas ganz anderes war. Sehr, sehr interessant. 손을 들어 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 날 차갑게 내켜도 괜찮아 떠날 수 없어 chain up 무릎 꿇어 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 또 이러다 다쳐도 괜찮아 난 끈적없이 chain up Witzig, irgendwie. Ich habe die Hook gar nicht so erwartet, weil es so richtig eingängig, poppig wurde. Ja, ich muss nur die ganze Zeit nach hinten gucken, weil ich Angst habe, dass ich mit dem Stuhl den Mops wegrolle. Uchi. Ja, er weiß schon, dass wir über ihn reden. Ja, habe ich auch echt nicht so erwartet. Es hat so ein, aber irgendwie auch so eine leicht düstere Stimmung, ne? Dadurch, dass das alles so, die Instrumente, die da sind, sehr minimalistisch ausgewählt sind und der Mix auch recht leise angewandt. Also es ist jetzt nichts, was so super nach vorne prescht und voll krass präsent ist irgendwie. Finde ich sehr interessant tatsächlich. Aber auch vocaltechnisch fällt einem direkt auf, dass sie einiges drauf haben. Die Harmonien, die hier reingesetzt wurden, wo die mehrstimmig unterwegs sind. Diese Wechsel auch zwischen mehrstimmig und einstimmig. Ja, genau. Auch sehr, sehr krass auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das ist ja schon so wie ja geflüstert hier, ne? Das kriegt schon was von diesem rockigen... Weißt du, was ich meine? Nochmal was? Das kriegt jetzt mit... Ist es eine E-Gitarre? Weil das kriegt sowas von diesen düstereren, rockigeren... Ja, genau. Sachen was. Das pumpt so ein bisschen daher. Ja. Und diese tiefe Stimme noch. Aber ich habe... als ob da noch Geflüster parallel die ganze Zeit noch zu hören ist, rechts und links hier an der Stelle, wo er jetzt dran ist. Moment. Na, so ganz hart auf rechts und links gemischt, als ob da noch immer so ein... Irgendwas ist da auf jeden Fall noch im Hintergrund. Und das ist halt ein krasser, aus diesem stillen Part dann direkt so reinknallen in den nächsten mit so einer super krassen Vocal-Harmonie auch, also wirklich, das ist ja mehrstimmig hier, wie dieses Think About It, das sind locker 3- oder 4-stimmig ist das hier aufgebaut.
Ne, aber klar, auch krass getuned, also so, dass es so einen übermenschlichen Klang eigentlich schon hat. Stimmt. Dadurch kommt diese perfekte Harmonie, diese perfekte Pitch auch zustande, aber ist halt cool, ist halt ein cooles stilistisches Mittel. Think about it, 가벼운 상처 너는 다 거기에 긁어줘 세상 너만이 아는데 Deswegen den Joker immer. Shane Dutton. Immer. 손을 들어 난 freeze I'm on down Auch hier, ne, da hört Das ist man. dann echt so ein na 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 na. Ja, wegen dem Na 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 wird das Ja. poppig. Ja, stimmt. Ja, Ja. aber auch so finde ich die Gesangsmelodien und es öffnet sich ein bisschen mehr, kann es sein? Ja, da ist dann noch ein Instrument, kommt tatsächlich noch hinzu, was dann das harmonisch einfach wirklich nochmal unterlegt und da das dieses warme Gefühl einfach dann gibt. Was auch interessant ist, 손을 들어 난 freeze ja, die kommen ja hier alle mehrstimmig auch schon rein, 손을 들어 난 freeze aber gerade auf dem Freeze ist ganz hart und rechts und links auch immer so eine Stimme zu hören, die ist Freeze und dann bei dem nächsten, der letzte, 난 freeze I'm on down Oh mein Gott, stimmt, das habe ich gar nicht gehört. Down. Oh Mann. Das ist mal ganz hart links und rechts. Dafür müsst ihr wirklich Kopfhörer aufhaben. Es müssen nicht diese sein, aber ich empfehle sie euch trotzdem immer wieder gerne. Sie sind unten verlinkt, ihr wisst Bescheid. Es sind einfach die Referenz-Studio-Kopfhörer seit Jahrzehnten einfach bewährt. Und bequem. Die sind echt bequem. Ich finde, sowas ist sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Also Preis-Leistung echt super. Ich habe auch gesehen, aktuell sind die leider 2 Euro teurer bei Amazon geworden. 119 Euro statt 117. Aber wenn ihr die woanders, kommt nicht auf die Idee, die woanders zu kaufen, weil da sind sie viel teurer. Da kosten die 150, 160 oder sowas. Ja, also. 손을 들어 난 freeze I'm on down 날 차갑게 내줘도 괜찮아 떠날 수 없어 chained up Ah, das ist dieser 무릎 꿇어 난 freeze I'm on down 또 이러다 다쳐도 괜찮아 Ja, es sind vor allem diese Synthesizer, die so punktuell das so ein bisschen so einspielen, so so ein Rhythmus spielen, ungefähr spielen die Akkorde rein und das ist das, was das harmonisch hier begleitet. 또 이러다 다쳐도 괜찮아 난 끈적없이 chained up 손길을 대 Ist da auch noch wie so ein Vocal Chants dahinter? So ein Wuh. 또 이러다 다쳐도 괜찮아 난 끈적없이 chained Ja, ich habe überlegt, ob es, ich glaube eher, es ist ein Synthesizer. Das ist ja das, was ich gerade betont hatte mit der Hand. Das hat am Anfang so einen Sound wie so ein macht's, ja. Aber man kann sowas auch mit einem Synthesizer machen, deswegen. Ja, als wir es gerade angehört haben, dachte ich auch so, okay, vielleicht klingt es doch nicht so nach einer menschlichen Stimme. Es kann auch eine menschliche Stimme sein oder eben beides zusammen. Man kann sowas ja auch layern, also übereinander legen, dass die dann quasi einen neuen Sound erzeugen, wenn die parallel einfach spielen. Okay. Sowas geht natürlich auch. Das ist halt immer das Besondere in der Popmusik, dadurch, dass man nur so wenig nehmen sollte, müssen die Dinge, die benutzt werden, extrem gut sounddesignt werden. Also man muss gucken, dass, ja, ich meine, weil dass es sich einfach abhebt von der Masse. ja, wirklich. Also weil ein Akkord ist ein Akkord. So, den kennt jeder, den hat man auch schon 1000-mal gehört und so weiter. Man möchte aber nicht, dass jeder Song gleich klingt. Also muss man gucken, dass vielleicht die Kombination von den wenigen Sounds oder Mitteln, die man da hat, da ist noch einer gekommen, danke, dass die eben besonders klingen. Einfach. I'm on down 또 이러다 다쳐도 괜찮아 난 끈적없이 chained up 손길을 새겨 Schäfer, ne? ready to go no I'm not ready to go 너처럼 Hey, Cause I'm not ready to go I'm a one jetzt hast du deine Vocal Chance. Hey, oh, aus dem Hip-Hop eigentlich, Aber ne? witzig. Passt das da gerade so gut rein? Ja, er rappt ja. Cause I'm not ready to go I'm a young one 그렇게 I love her 매일 너의 머리맡에 잠이 들어 Ein typischer Break, so hier Pre-Hook, Pre-Chorus, dass er nochmal kurz runterkommt. Auch mit diesem I love her 매일 너의 머리맡에 잠이 들어
High-Cut, die Synthesizer. Subdowner. Noch einer. Oh. Jedes Mal. Das ist jetzt hier am Ende sogar noch mal ein bisschen rausgegangen, ne? Kopfstimme. Wow. Nice. Cool. Echt cool. Coole Nummer, ey. Richtig. Irgendwie so sehr poppig und eingängig durch die Hook, aber dann in den Strophen was sehr Eigenes durch die ganzen Sounds. Voll. Also gerade also ich hätte jetzt auch wirklich wenn man die letzte Hook dann nochmal gehört hat und dann jetzt im Vergleich, wie es angefangen hat, das sind ja Welten. Ja. Alter, der Anfang war aber stark. Voll, ja. Und das meine ich halt auch wieder mit Sounddesign. Das ist sowas komplett Eigenes. Weil es klingt direkt interessant und denkst so, oh, was ist das? Genau, aber und fängt dich direkt. Ja, und dieses Geräusch, dieses Wupp, Wupp, Wupp. Das sind auch verschiedene Töne, die hier tatsächlich gespielt werden. 1, 2, 3. Ja, erst sind es 4, dann sind es 3. Stimmt. Warte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ne? Oh, ja. Das sind wirklich auch verschiedene Töne, die hier tatsächlich spielen. Also krass, cool. Das habe ich gar nicht gemerkt am Anfang. Echt sehr cool, ja. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Atemgeräusche sind. Ja. Ja, und halt kreativ in den Beat eingebaut. Also wirklich, Leute, guckt euch das Video an von gestern. Das macht echt Sinn gerade, weil ich da quasi auch mit Geräuschen gespielt habe. Nicht mit so vielen, aber schon mal so ein guter Ansatz. Yeah. Also ich glaube, da könnt ihr schon verstehen, was da tatsächlich geht. Und wenn euch das gefällt, schreibt auch mal unter das Video, dass ihr Bock habt auf mehr solche Videos. Ja, damit ich einfach motiviert bin und vielleicht noch ein cooles, kleines Team zumindest aufbauen kann, damit man sowas vielleicht videografisch noch besser festhalten kann, weil ich glaube, dass man eben gerade, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist und nicht nur im Studio und dann so Sachen aufnimmt und euch das zeigt, dass man irgendwo irgendeinen Sound aufnimmt und daraus einen richtig fetten Beat aufbauen kann, ist das sehr, sehr interessant, meine ich. Aber da muss ich sehen, ob das überhaupt ankommt, so ein Format. Es hat halt nichts mit K-Pop zu tun per se, es steht nichts im Titel mit K-Pop, deswegen klicken da, glaube ich, die meisten dann erstmal nicht drauf von euch, aber genau, wie Dana gerade sagt, ihr dürft trotzdem mal gerne draufklicken. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, weil es halt auch wirklich interessant ist, weil man da tatsächlich auch sieht, von das, wovon ich die ganze Zeit rede und euch versuche zu erklären, zeige ich da halt zu einem Teil eben und dann versteht ihr vielleicht gewisse Dinge einfach viel besser, wenn ich davon rede oder ihr dann eure Songs dann hört, egal aus welchem Genre die auch sein sollten. Ja, auf jeden Fall hier mit Vix, coole Nummer. Voll. Echt coole Nummer, muss man einfach mal sagen. Und ja, das war's, oder? Ich würde sagen... Yes. Guckt sein Video. Unbedingt. Ja, also ich glaube, es macht Sinn. Es macht Sinn, aber es ist auch voll cool und mal was anderes. Ja. So, auch weil du mal nicht im Studio bist. Genau. Die komplette Videozeit. Nicht komplett. Also die Hälfte bin ich zumindest nicht im Studio tatsächlich. Und mein Video dürft ihr auch gucken. Genau, da haben wir auch dabei. Da haben wir nämlich Gesichtsmasken ausprobiert, die in der Korea-Box drin waren. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Das war auch sehr interessant. Lasst dann auf Danas Kanal. Sehr, sehr lustig. Ja, ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Also für mich zumindest. Meine Gesichtsmaske war sehr schmierig. Aber ich habe das heute Morgen sogar noch gemerkt, dass es echt also nicht so eine Spannung hatte im Gesicht. Siehste? Also tatsächlich sehr schön.
Gut, also, wie immer, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und Glöckchen an für den Ehrenmann und natürlich auch für die Ehrenfrau. Schaut auch gerne bei ihr vorbei. Alles unten verlinkt und alles andere bestimmt auch. Vergesst nicht die Spotify Top 20 Playlist von mir. Da sind diese Woche echt sehr, sehr geile Songs drin. Ich höre die mega gerne. Ich glaube, da ist auch was für euch dabei. Also, bis zum nächsten Video und tschüss. Und nochmal danke an Antea für die Übersetzung. Danke.